verschwenderischen Wasserverbrauch negieren, indem wir wieder auffüllen. Da bin ich wieder. Unser Sprayhut ist dreckig, deshalb tun wir es sauber machen. Was ein Sprayhut ist, wisst ihr alle, dreckig ist es. Das letzte Mal in Barcelona gereinigt. Wir probieren heute mal was ganz anderes aus. Ja, wir haben jetzt nach 3 Wochen haben wir jetzt hier schon Quarantäne. Wir müssen jeden Tag kochen. Und mittlerweile ist es halt so, dass ein paar Restaurants so ein bisschen was anbieten. Und wir haben uns heute mal Sushi bestellt und ein anderes Boot, das liefert sogar aus. Also die haben hier so einen Service, die liefern alles Mögliche. Und deswegen haben wir uns jetzt einfach mal Sushi direkt an Bord liefern lassen. Jetzt haben wir aber festgestellt, das ist doch ein bisschen wenig, was wir bestellt haben. Deswegen gibt es jetzt notfalls noch eine Pizza dazu. So, die Männer sind heute wieder fleißig. Die putzen immer noch. Heute das Sonnensegel, den vorderen Teil, weil es halt alles super dreckig, und jetzt nutzen wir die Zeit, um das mal zu reinigen. Am Montag soll es regnen, das heißt, da kann es mal ordentlich durchgespült werden. Und ja, ich sortiere gerade so ein bisschen die Elektrokiste, habe alles Mögliche raussortiert. Und so, wir haben ja ein Lebensmittelpaket, quasi eine Kiste bestellt hier von den Local Farmern. Dadurch, dass die halt nichts auf den Wochenmärkten, auf den Obst- und Gemüsemärkten verkaufen können, haben die jetzt halt was organisiert zusammen mit Seglern. Da können wir quasi so eine 10 Kilo Kiste mit Surprise Food kaufen. Und jetzt ist es endlich soweit und ich hole die jetzt ab. Wir treffen uns gleich alle auf dem Parkplatz sozusagen. Und ja, dann sind wir mal ganz gespannt, was wir alles kriegen. Wir haben erstmal entschieden, nicht 10 Kilo zu nehmen, beziehungsweise teilen wir das mit den Nachbarn. Und ja, wir wissen halt noch nicht, ob es 10 Kilo zu viel ist oder nicht, weil sich das ja auch alles hier nicht so lange hält. Zwei Hübe. Da lang geht's. Da bin ich wieder mit frischen Früchten. Wir haben sehr schöne Sachen jetzt. Mal gucken, können wir die Woche ausprobieren. Das ist wie Zucchini, aber halt hier. Und die Nachbarin hat mir gerade erzählt, wie ich das zubereite, damit es ganz lecker schmeckt. Vor allem einfach mit Öl und Knoblauch anbraten, dann soll es wohl super lecker sein. Wieder was für ein neues veganes Essen. So, da wollen wir doch mal gucken, was wir alles Tolles jetzt bekommen haben für Früchte, beziehungsweise also wir haben ganz viel Obst bekommen und nicht ganz so viel
Gemüse, genau. Alles hier halt von den Locals. Wir haben halt so Christophene, die haben wir noch nie ausprobiert. Die habe ich schon mehrmals im Supermarkt gesehen. Die werden wir einfach mal gucken. Das werde ich einfach klein schneiden und dann anbraten. Davon haben wir sogar 2 Stück. Oh, die sind ein bisschen spitz außen. Und was zauberst du heute schönes, Schatz? Krautroulade. Fürs Osteressen. Nö, für heute. Heute ist Sauerostern, Karfreitag. Jeder bekommt 3. Unsere Veganerin bekommt nichts. Oh, ich arme. Was willst du machen? Wasserflaschen auffüllen. Unseren verschwenderischen Wasserverbrauch negieren, indem wir wieder auffüllen. So ungefähr vor ein paar Tagen hat die Stadt hier in St. Ann am Dingy Dock einen Wasserhahn installiert. Das heißt, wir Segler können da hinfahren und kostenfrei Wasser tanken, halt nicht mit dem großen Boot, aber mit Wasserkanistern oder Wasserflaschen. Und das ist halt für uns eine ziemliche Erleichterung, nicht nur eine ziemliche, eine immense Erleichterung, weil wir halt nicht jedes Mal dann wieder nach Marien fahren müssen mit einem großen Boot und können dann halt quasi, könnten jeden Tag mit dem Dingy daran fahren und das ist halt echt super. Ja. Und naja, die einzige Bedingung, die es für uns gibt, wir sollen den Müllplatz sauber halten und da mal kehren oder so und das ist echt ein mega guter Deal. Und wir gehen jetzt erst nochmal Wasser holen. Wir haben jetzt schon ordentlich Wasserflaschen gespart, gesammelt vom normalen Trinkwasser. Also wir kaufen immer Wasserflaschen und die sammeln wir jetzt gerade und befüllen die jetzt für Abwaschen und dergleichen. Und mal duschen, kochen. Nachdem wir das Spraygut und Hallo, hier. das Bimini gereinigt haben und es getrocknet haben, ist es jetzt schön trocken und jetzt können wir wieder mit einer entsprechenden Flüssigkeit das so mal imprägnieren, dass es wieder wasserdicht ist. Das machen wir jetzt. Ich mache das jetzt.